Auf einem Feld bei Merseburg, Anfang Dezember 2017. Letzte Handgriffe für ein einzigartiges archäologisches Großprojekt. Die Bergung einer Grabkammer aus der frühen Bronzezeit. Das Besondere daran, das Fürstengrab ist das größte in Mitteleuropa und es stammt aus der Epoche der berühmten Himmelsscheibe von Nebra. Das im Volksmund Bornhöck genannte Grab wurde im 19. Jahrhundert zur Gewinnung von Erde und Steinen abgetragen. Es galt als unwiederbringlich zerstört und war in der Landschaft nicht mehr zu sehen, bis zu seiner Wiederentdeckung 2011. Ab 2014 wurden seine Reste vollständig ausgegraben. Zur Überraschung der Archäologen haben sich zahlreiche Spuren im Boden erhalten, die nicht nur Hinweise auf Aufbau und Alter geben, sondern sogar eine Rekonstruktion des gewaltigen Bauwerks erlauben. Für das Archäologenteam ist klar, hier wird Archäologiegeschichte geschrieben. Ja, die Freilegung des Bornhöck ist hochbedeutend, sicherlich eine der bedeutendsten Grabungen für die Frühbronzezeit. Wir kennen ja Leubing, wir kennen vergleichbare Hügel und da waren wir schon der Überzeugung, dass das wirklich was Besonderes ist und dann ist das hier das Besondere des Besonderen sozusagen. Monatelang hat Grabungsleiter Thorsten Schunke die Spur der Steine verfolgt. Wir befinden uns hier nur wenige Meter außerhalb des Steinkerns des Grabhügels und dieser vertikale Schnitt durch die Erde zeigt uns, wie der Hügel in einer ersten Bauphase ausgesehen hat. Denn wir können hier an dieser Stelle sehr, sehr gut durch die unterschiedliche Austrocknung des Erdreiches erkennen, dass der erste Erdhügel, der angeschüttet worden ist, diese Form seines Fußes besaß. Noch etwas erstaunt den Archäologen. Bei der Zerstörung des Grabhügels wurden Steine entnommen, die sich als helle Abdrücke im dunklen Boden erhalten haben. Eine Matrix der Oberfläche aus der frühen Bronzezeit. Die bronzezeitliche Oberfläche, die vor 3700 Jahren hier existiert hat, ist durch die Aufschüttung des Hügels konserviert worden. Und auf dieser Oberfläche finden wir eine Vielzahl von Spuren. Das sind beispielsweise Holzreste von der Zurichtung der Grabkammer. Stroh und Schilf, mit dem man die Grabkammer abgedeckt hat. Wir haben Feuerstellen, wir haben Steinschlagplätze. Diese Steinschlagplätze sind dadurch entstanden, dass man das Gestein in großen Blöcken von über 10 Kilometer Entfernung hier antransportiert hat und hat es dann hier vor Ort noch einmal zugerichtet. Und wir haben als einen ganz besonderen Befund auch frühbronzezeitliche Spurrinnen von Wagen. Die sagen uns einerseits, dass hier überhaupt Wagen zum Einsatz gekommen sind beim Bau dieses Grabhügels. Das ist schon etwas ganz Außergewöhnliches. Und das führt sogar so weit, dass wir die Spurbreite dieser frühbronzezeitlichen Wagen ausmessen können. Die lag bei etwa 1,16 Meter. Und das gibt uns Hinweise darauf, wie man ein solches Gefährt, das waren offensichtlich Ochsengespanne, mit einem gezogenen Wagen rekonstruieren kann. Nicht nur das Baumaterial wurde auf genau vorgeschriebenen Transportwegen herangeschafft. Die Spurrinnen zeigen auch, die Radabstände der Wagen waren genormt. Ja, wir sehen hier diese beiden Spurrinnen, die sind durch viele hundertmalige Fahrten quasi so ausgefahren worden. So haben wir hier diese beiden flachen Mulden, die dadurch entstanden sind. Und innerhalb dieser Mulden konnten wir an einigen Stellen sogar die echten Radabdrücke nachweisen. Und durch diese Radabdrücke, durch den Nachweis dieser Radabdrücke können wir die Spurbreite von 1,16 Meter ausmessen. Mit kriminalistischen Methoden sichern die Archäologen weitere Spuren, dringen tief in die Entstehungsgeschichte des bronzezeitlichen Bauwerks vor. Und als wäre der Nachweis von Rad und Wagen noch nicht genug, fragen sie auch nach der Herkunft der Steine. Der Bornhöck ist aus Steinen ganz verschiedener Herkunft aufgebaut. Er besteht teilweise aus weißem Sandstein, das sehen wir hier.
er besteht aus Porphyr und er besteht aus Findlingen. Und alle diese Steine stammen von unterschiedlichen Abbaustellen, die wir teilweise auch lokalisieren können. So wissen wir, dass der Sandstein aus einer Mindestentfernung von etwa 8 Kilometern antransportiert worden sein muss. Die Porphyre stammen aus einer Entfernung von mindestens 10 Kilometern. Es ist also eine ganz gewaltige logistische Leistung hier erbracht worden, diese etwa 350 Kubikmeter Steine für den Steinkern des Hügels anzutransportieren. Die eigentliche Grabkammer dieser großen Bestattung ist ja nicht mehr erhalten. Auch die Steine des Steinkerns sind weitgehend abgetragen. Aber wir haben hier das ganz große Glück, dass wir im Boden die Abdrücke dieser Bretter noch finden können. Und wir können genau ausmessen, wie groß diese Eichenbohlen waren, die hier gestanden haben. Und wir sind sogar in der Lage, die Winkel zu bestimmen, in denen die Eichenbohlen gestanden haben. Und zur Verdeutlichung haben wir hier einfach mal zwei viel schmalere Bohlen in diese Abdrücke hineingestellt, sodass man erkennen kann, wie hoch etwa die Kammer gewesen sein muss. Wir kennen eine durchaus ähnlich aufgebaute Grabkammer in dem berühmten Fürstengrab von Leubingen. Allerdings ist diese Grabkammer viel kleiner dimensioniert. Wir haben hier eine Grabkammer vor uns, die hat eine Breite von 3 Metern gehabt und eine Länge von 5,50 Meter. Das ist eine ganz bedeutende Entdeckung, weil diese enormen Ausmaße der Grabkammer zeigen uns, dass der Bornhöck von Beginn an als ein solches gewaltiges Monument geplant war und dass er nicht etwa wie ein Grabhügel der Größe von Leubingen zunächst gebaut worden ist und dann nach und nach auf die uns nun bekannte Größe angewachsen ist. Ein weiteres Detail hilft, den Aufbau des Grabes zu rekonstruieren. In der Kammer sind die Abdrücke der Eichenpfosten erhalten, die die Totenhütte gegen das Gewicht des Hügels abgestützt haben. Das Dach ist fast 3 Meter hoch, das ist ja fast ein richtiges Haus sozusagen, ein richtiges großes Zelt, was da aufgerichtet worden ist. Und das bedeutet, dass wir hier es mit jemandem zu tun haben, ja, dessen Größe innerhalb der Gesellschaft wir gar nicht fassen können, weil wir nicht vergleichbare Funde bislang haben. Über der Grabkammer wurde ein Hügel aus Findlingen und Bruchsteinen angehäuft. Der hatte einen Durchmesser von etwa 18 Metern. Und dieser Steinhügel war überdeckt von einer Erdanschüttung von mindestens 65 Metern Durchmesser und etwa 13 Meter Höhe. Der Druck auf das Grab war so gewaltig, dass es einer stabilen Kammer bedurfte, die den Bestatteten auch vor fremdem Zugriff schützte. Der Bornhöck, konzipiert als Monument für die Ewigkeit. Doch wer war der Tote und was ist von ihm übrig geblieben? Ja, was fehlt uns? Genau das, an was jeder Mensch denkt, wenn er an einen Grabhügel denkt, nämlich dem Bestatteten, der in der Grabkammer gelegen hat und vor allem natürlich die Beigaben, die er hatte. Weil wir ja die anderen Fürstengräber kennen. Wir wissen, dass diese Fürsten mit einem Goldornat ausgestattet waren, mit goldenen Armringen, goldenen Nadeln, goldenen Haarringen und so weiter, woran man sie auch erkennen konnte als diese Fürsten, die sie waren. Und diese Beigaben sind natürlich hier im Bornhöck nicht mehr vorhanden, da der Bornhöck offensichtlich bereits im 12. Jahrhundert erstmalig beraubt worden ist. Ja, wir haben eine unglaubliche Anzahl an historischen Darstellungen des Bornhöck gefunden. Er wurde seit dem 16. Jahrhundert immer wieder auf Karten dargestellt, weil er eine solche Landmarke war. Diese Zeichnung hier ist für uns ganz wertvoll, denn sie wurde im Jahr 1851 angefertigt, als man diesen Stollen entdeckt hat, der in die Mitte des Bornhöck führte. Und genau das ist hier aufgezeichnet und vor allem eben auch mit Maßen versehen. Also das versetzt uns nun dazu in der Lage,
auch den Bornhöck in seiner Höhe, in seinem Durchmesser ganz genau rekonstruieren zu können. Und wir sehen hier auch den mittelalterlichen Gang, der bis kurz vor den Steinkern führt, und dort war er dann zusammengestürzt. Man konnte ihn damals nicht mehr betreten. Er war Ende des 19. Jahrhunderts vollständig abgetragen, vermeintlich vollständig zerstört. Und vor wenigen Jahren ist es uns aufgrund von Luftbildern gelungen, die Reste hier wieder zu entdecken. Und damit war klar, hier im Boden muss sich noch irgendetwas befinden, was von diesem Bornhöck übrig geblieben ist. Der wurde im Luftbild entdeckt, und zwar nicht in einem normalen Luftbild, sondern in einem landwirtschaftlichen Luftbild. Und wir haben bewusst einen Riesenhügel gesucht, weil wir gedacht haben, den müsse es geben. Und dazu steht eine Theorie zu den Fürstengräbern der Frühbronzezeit. Und die Theorie hat sich hier bestätigt und als konsistent erwiesen. Und es gibt ja nichts Schöneres für einen Wissenschaftler, als wenn man vorher eine Theorie entwickelt und nachher die Theorie belegen kann. Und das ist hier der Fall. Damit kein Indiz unentdeckt bleibt, fassen die Hallenser Archäologen einen folgenreichen Entschluss. Die Grabkammer soll als ganzer Block geborgen werden. Nur so kann sie wetterunabhängig und mit allen zur Verfügung stehenden Methoden weiter untersucht werden. Das Verfahren, solche großen Blöcke zu bergen, hat sich in Sachsen-Anhalt an anderen Fundstellen bereits bestens bewährt. Doch keine ist so groß wie der Bornhöck. Da die gesamte Grabkammer über 75 Tonnen wiegt, wurde sie in 3 Teile zerlegt. Am 5. Dezember 2017 ist es soweit. Der erste Block geht auf die Reise. Höchste Zeit, denn das Wetter verschlechtert sich von Tag zu Tag. Jedes Teil wiegt nun rund 26 Tonnen. Erst am Kran sehen die Männer, ob die Konstruktion hält. Ihre Erleichterung ist förmlich zu spüren, als der Transport endlich nach Halle rollt. Das Ziel: die Restaurierungswerkstatt des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie. Hier wurden schon viele bedeutende Funde untersucht, doch keiner war so groß wie das Fürstengrab. Am spektakulärsten ist die berühmte Himmelsscheibe von Nebra. Auch sie entstand in der frühen Bronzezeit. Die spannende Frage, welcher Zusammenhang zwischen dem Bornhöck und der Himmelsscheibe von Nebra besteht, soll mit den kommenden Untersuchungen beantwortet werden.